Moin Leute, ich möchte euch heute gerne Torino 22 von der Marke Xerjoff vorstellen. Dieser Duft wird aktuell kontrovers diskutiert, die Meinungen gehen da wirklich auseinander. Es gibt viele, die den Duft richtig toll finden, einige sind aber auch enttäuscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es ist ein ganz tolles neues Release. Ich habe aber tatsächlich auch ein, zwei Kritikpunkte und darauf gehe ich jetzt in dem Review ein. Ja, ich lege heute einfach mal etwas anders los und zwar starten wir mit der Kritik. Ich möchte aber auch hier direkt betonen, das ist nur meine Meinung und mein Empfinden. Es ist ein subjektives Thema. Jeder kann das natürlich auch anders sehen. So, ich hatte tatsächlich bei Torino 22 eine ganz andere Erwartungshaltung. Ich bin eher von einem sportlichen, frischen Duft, ja, vielleicht auch irgendwie von einem duschgeligen Duft ausgegangen, weil Torino 22 ja quasi der Duft des ATP-Tennisturniers in Turin ist. Xerjoff ist der Sponsor des Turniers und ich verbinde mit einem Duft, der für ein Tennisturnier kreiert wurde, einfach etwas anderes. Das ist aber eben nur mein Empfinden. Ja, es ist eben so meine Erwartungshaltung gewesen und dementsprechend war ich letztlich auch überrascht, als ich Torino 22 das erste Mal gerochen hatte. Aber schreibt mal gerne etwas in die Kommentare. Hattet ihr so wie ich eine andere Erwartungshaltung oder seid ihr relativ frei an das Thema herangegangen? Ja, vielleicht auch noch mal ganz kurz den Vergleich zu Torino 21. Ich finde, dass diese beiden Düfte absolut gar nichts gemeinsam haben, bis auf eine Eukalyptusnote, ja, eine minzige Note. Diese Note ist mehr oder weniger in beiden Düften vorhanden, ansonsten sind es für mich grundsätzlich verschiedene Düfte. So, nun kommen wir aber mal zu der Duftbeschreibung. Für mich gibt es hier zwei Main-Player, die meiner Meinung nach auch am präsentesten sind. Das ist einmal die Safrannote, aber eben auch die Mate-Note. Der Start ist durch die Bergamotte richtig schön frisch und spritzig und durch die Eukalyptusnote haben wir so ganz leicht und subtil im Hintergrund ebenso eine minzig-mentholige Note. Für meinen Geschmack hätte die Note sogar noch etwas präsenter sein können. Ich mag einfach, wenn Eukalyptus, ja, so minzig-mentholige Noten im Parfum sind. Aber nichtsdestotrotz finde ich es auch interessant umgesetzt, da diese Note nicht wirklich präsent ist, dem ganzen Duft aber trotzdem so im Hintergrund eben so einen minzig-mentholigen Charakter verleiht. Den Safran riecht man zum Start auch schon heraus, aber die Note wird vor allem im Duftverlauf dann immer präsenter. Ich empfinde diese Note hier wirklich als eher weich, leicht würzig und auch leicht süß. Einige riechen dann ja auch immer sofort Baccarat Rouge von Francis Kurkdjian heraus. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass man tatsächlich für einen kurzen Moment dann eben an Baccarat Rouge erinnert wird. Darüber hinaus, finde ich, haben die Düfte aber nicht so viel gemeinsam und gehen in zwei verschiedene Richtungen. Im Herzen haben wir dann noch etwas Muscatella-Salbei, das gibt den Duft eine tolle Aromatik. Und dann haben wir aber auch meiner Meinung nach den anderen Main-Player hier, nämlich die Mate-Note. Ja, man könnte sogar sagen, dass diese Note so ein bisschen in die Richtung einer grünen Teenote geht. Also es ist nichts Fruchtiges oder so, sondern es hat für mich so was Herbes und auch Trockenes. Im Drydown wird der Duft dann richtig schön weich, cremig und auch pudrig. Hier haben nämlich Moschus und trockene Hölzer angegeben. Ja, also zusammengefasst, es ist für mich ein tolles neues Release. Anders als erwartet, dennoch wirklich toll. Die Haltbarkeit ist super, 10 Stunden, 12 Stunden plus, also auf meiner Haut hält der Duft sich wirklich Ewigkeiten. Ich glaube sogar auch, dass der Duft dahingehend etwas unterschätzt wird und das liegt meiner Meinung nach an der Sillage. Und das finde ich super interessant hier bei diesem Duft, denn ich nehme die Sillage als gar nicht so intensiv wahr. Also der Duft strahlt gar nicht so stark ab, man hat aber wirklich eine große Duftaura um sich herum, beziehungsweise zieht wirklich so einen Schleier hinter sich her. Also der Duft liegt wirklich, ja, gefühlt lange in der Luft, wird vom Umfeld wirklich sehr stark wahrgenommen, ohne dass der Duft von der Haut wirklich intensiv abstrahlt.
Ich sagte ja auch im Review, dass man durchaus kurzzeitig zumindest an Baccarat Rouge erinnert wird. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich kurzzeitig eben auch eine kleine Parallele zu Paragon von Initio wahrgenommen habe. Also auch hier, die Düfte sind sich nicht wirklich ähnlich, vor allem auch absolut nicht identisch. Nichtsdestotrotz erinnert mich der Duft ganz leicht eben an Paragon von Initio. So, und dann bin ich auch durch für heute. Und auch wenn ich eine ganz andere Erwartungshaltung hatte, ist es für mich ein großartiges Release. Für mich ist es tatsächlich auch eine DNA, die man 365 Tage im Jahr tragen kann, da dieser Duft nicht zu süß, nicht zu schwer, aber auch nicht nur frisch ist. Also es ist einfach eine DNA, die meiner Meinung nach in alle Jahreszeiten passt. Ich sehe diesen Duft trotzdem eher weniger in einem sportlichen Setting, sondern viel mehr, ja, wenn man mit Freunden unterwegs ist, ja, essen geht, wie auch immer. Ja, du kannst ja gerne mal kommentieren, wie du diesen Duft findest. Sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.